Hi, YouTube. Willkommen zu einem, ja, wahrscheinlich zusammengeschnittenen Video, wo wir uns jetzt gleich in nicht mal mehr einer Minute die Ubisoft Forward anschauen. Ich habe halt am Mittwoch, also vor 3 Tagen, erfahren, dass heute irgendwie ein neues Assassin's Creed angekündigt werden soll, das im März erscheinen soll und halt sich sehr an die älteren Teile richten soll. Und halt auch eine Vorbereitung auf ein Remake zu Assassin's Creed 1 sein soll, was ich mir schon recht lange wünsche. Also ja, werden wir einfach mal sehen, was dazu gezeigt wird, ob es mich überzeugen kann, dieses Spiel zu spielen. Und auf jeden Fall kommen auch nochmal ein paar Infos zu Mario plus Rabbids. Ich hoffe nicht zu sehr spoilern, also da will ich eigentlich gar nicht so viel sehen. Aber was jetzt kommt, das wird halt kommen. Alright, that's all the updates we had for you on the pre-show. Yusuf, want to hear some good news? Und die anderen Spiele, ja, mal gucken. Wird für uns rausgeschnitten werden. Wie gesagt, ich werde es schneiden, damit nur das dabei ist, wo ich da wirklich das Gute zu sagen habe mit den Videos. Okay, dann beende ich jetzt den Stream. Bis dann. Ja, wie gesagt, mal gucken. Die Leaks, die anscheinend von Ubisoft bestätigt wurden, haben mich angesprochen. Zumindest das, was ich gelesen habe. Es war nur so ein kleiner Artikel, da war nicht sonderlich viel drin. Nur weil das irgendwie Assassin's Creed mit M Mystics, ne. Miracle, Assassin's Creed Miracle, glaube ich. Miraculous Ladybug. Hi everybody, thank you so much for tuning into the September edition of Ubisoft Forward, the showcase where you get a taste of all the great things we're cooking up. I'm one of your hosts, Neelam Kumar. I'm Yusuf Magid, and I'm so happy to be here today because this year we're global, streaming in no less than 11 different languages. So a big hello to everyone around the world. Ihr streamt auf Englisch mit deutschen Untertiteln. Wo ist es live? Ne, es ist nicht live, dafür ist aufgezeichnet. Ist aufgezeichnet. Ja. Die haben die Untertitel gemacht, das kann man denen ja zurechnen. But let's get to the real reason why we're here today. Games. If you caught the Ubisoft Forward pre-show, you should already be caught up on some super exciting updates from current releases. And now, in the next few minutes, we'll show you what you can expect from our live and upcoming games, concluding with a very special Assassin's Creed showcase. Dafür bin ich hier. Let's check in with them right now. Well, hello everyone. Stay tuned for the Assassin's Creed showcase. Später, okay. Okay, kommt auf zum Schluss. Ist sinnvoll. Das Beste zum Schluss. We'll be catching up with the Assassin's Creed crew later in the show, but we also wanted to remind you that right now, you're all eligible for a 3-month subscription of Ubisoft Plus, giving you access to some of our best games. For more information, check the details on the screen below. And now, on to the games. That's right, and what a better way to start the show than by diving straight into the colorful world of Mario and the Rabbids. Ja, doch ein netter Anfang, ich bin gespannt. Ich hoffe, da wird das jetzt zu viel gesagt, ich will eigentlich gar nicht mehr so viel wissen. Aber ist schon vorbestellt und kann ich mir dann abholen. Hoffentlich einen Tag vor Release, aber am Release selbst auch ganz gut. Mal gucken. Rabbit Cheap Hilfe. Hello everyone. A few months ago, we gave you an exclusive on Mario plus Rabbids Sparks of Hope, showcasing the game's unique mix of turn-based combat, real-time action, and open exploration. We also did a deep dive on our unique team of heroes. I want to thank you so much for your tremendous feedback, and I know you now want to see more gameplay. So today we are back to show you for the very first time a first look at one of the quests from the game, including a special battle that we took great pleasure in crafting. Okay, ich bin gespannt. Es wird auch, glaube ich, einen guten Eindruck geben, wie das generell aufgebaut. Also wir sollen so ein bisschen offener sein, mehr, also auch viele Nebenquests geben, was halt im ersten Teil nicht so war. Gucken wir uns das mal an. Welcome to this new video about Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Today, our heroes travel to Terra Flora in their quest to save the Sparks.
This green and usually flowery planet is struck by a drought caused by Cursa's malevolent influence. Go now. Wie gesagt, Nebenquests, was es da früher eigentlich nicht gab. Da gab es einfach nur Durchlauf und fertig. To help the planet blossom again, Mario and his friends must reach the top of the volcano. To get there, they will have to find their way to the central station and take the Wiggler train. Terra Flora, like all the planets of Mario plus Rabbids Sparks of Hope, is packed with secrets, collectibles to gather, puzzles to solve, and wacky NPCs to talk with. With the help of people, heroes can interact with the environment in various ways to uncover secrets or reveal a hidden path to new zones. There are many interesting places to visit and secrets to discover on Terra Flora: giant trees, lush plains, and hidden caves. But let's get back on track. We have a train to catch. Ich bin gespannt. Ich weiß aber nicht ganz, was davon halten soll. Weil es halt irgendwie offener alles ist. Und ich bin halt irgendwie klar. Ich bin halt den ersten Teil einfach gewohnt und habe ein bisschen Angst vor Veränderungen. Nee, ich denke mal, das wird ganz cool. Ist aber gut, dass man halt das ein bisschen erweitert hat. Und ich bin gespannt, was ich da im Nachhinein besser finden werde. Oh oh. The Wiggler has been enraged by Cursa, and we must stop it before it destroys the train. Mario and his friends will face numerous enemy archetypes on the battlefield, each with specific strengths and weaknesses. We need to prepare accordingly. Let's pick Bowser first. His huge health stats will allow him to sustain heavy damage. Ja, wie damals auch, ein Team mit 3 Leuten kann man sich Rosalina's jetzt signature technique klicken. will be key to neutralize enemies while the Und der other Charakter hat heroes seine focus on eigenen the darkness Fähigkeiten. eyes. We'll keep Mario and the team to take advantage of his great mobility skills. Now, the Sparks. There are dozens of Sparks you can pair with your heroes. They will grant elemental damage, resistances, help control the battlefield, and much more. Ethering will help Rabbid Rosalina getting behind enemy lines to wreak havoc. So, dann kriege ich spezielle Fähigkeiten. Okay, We're done interessant. prepping, so now is the time to fight. Let's activate Mario Spark Aquanox to gain additional splash damage. Thanks to the splash effect, Mario can push the Uzo out of the train, while he destroys the electric barrel with his second attack. Genau, man kann halt ein bisschen laufen, diesmal als Freier. Uzo off, Und dann die Aktion machen. Also prinzipiell ist es so schon wie früher, nur dass man halt selbst läuft und nicht sagt, wo man hinlaufen muss. To destroy 2 darkness eyes at the same time. Fast forward. New enemies are spawning behind us. We must get rid of them quickly. Let's use Mario Spark Glitter to lure those enemies out into the open before triggering Mario's signature ability, Hero Sight. Die Händlich kennt man. Ja, wir können dashen, man kann sich zweimal dashen, okay. Ja, dann macht er halt den Angriff. It's time for Bowser to get Genau, his revenge. genau. His landing damage ability, combined with the devastating power of Zephyr Break, his Shockwave Spark, and Mario's support fire, will make short work of this group of enemies. Teamwork and synergies are key to gain the upper hand in battle. Da kann man aber Heldensicht wieder, die man aus dem ersten Teil schon kennt. We must reach the locomotive to destroy the darkness eyes on the Wiggler's back. This won't be easy, as the lone wolves will react by shooting any moving hero coming into range. They inflict heavy damage to Bowser.
Thankfully, Exosphere, his shield spark, absorbs some of the damage. Brute Force won't make it here. It's time for a stealthy move with Rabbit Rosalina. Her spark, Ethering, can turn her invisible, allowing her to approach the Lone Wolf safely. Now that we are close to them, we can use her signature technique and neutralize them momentarily. Wird das einschläfern? So ein bisschen nur Einschläfer, ne? Auf jeden Please Fall, allow Mario ja. to approach safely and focus on the Darkness Eyes. A few more turns have passed. Only 2 Darkness Eyes remain, but new powerful enemies have spawned, and even Bowser cannot withstand their powerful attacks. We have only 2 heroes left, and the last Darkness Eyes are far out of attack range. But Mario can count Das on wird mir im his Let's Play hoffentlich iconic nicht stomp passieren, attack. weil wir dürfen keine Jump Leute sterben from lassen. one Punkt. enemy to the other before delivering the final blow. Okay, dann macht er einen Flug direkt den Angriff. This is it. The Wiggler is defeated, and our heroes can resume their journey. I hope you enjoyed this very special battle. That's all for now. Hat er nur das Kampffeld bis unrealistisch groß, aber gut. I hope you also enjoyed seeing an old friend from Nintendo in there. This was only Satoru a Iwata, first oder was? taste of our new take on combat. It has intuitive gameplay with huge tactical possibilities. Thanks to the multiple combination of sparks and ingredients Was ein Zutat, ne? available in the game, anyone can create combos as marvelous as they are. Also es gibt viele Möglichkeiten, die man machen kann, okay? The release is almost there, and we are hard at work to polish our game and deliver the best Mario Plus Rabbids experience on October 20th. Bis wann muss es dann fertig We sein? cannot wait for you all to discover this brand new adventure. Also die Frage, wann es And halt that's not in die all. Presse geht halt. We Ne? have one more big thing to reveal. This cosmic journey will not stop at launch. We have so many wild ideas that we want to explore in the coming year. It is a bit early to announce all Vielleicht habt ihr of it, Gold Edition but I vorbestellt. couldn't Hoffe, ihr macht resist DLCs, to danke. give you a small peek at what is to come. Our post-launch plans include 3 DLCs, and the third one will even introduce a new special Ja, auch mit Rosalina. Hey. playable hero. For me, as a creator, and for many at the studio, it's a dream come true to have him going in an adventure with our dear Rabbids heroes. I hope you will like Rayman, the ein spielbarer surprise Charakter, das würde ich of our feiern. Season Pass. Thank you. Wird nichts passieren, aber wäre cool. Und so anzuteasern, hey, 2023 Rayman 4. Das wird nicht passieren, ich weiß. Rayman. I love the rabbits and I love Geil. the world of Mario, and I'm so glad to see them teaming up once again. Davide is so passionate about what he creates, and I can't wait to play the Rayman on my team in the Okay, DLC. okay. If you like what you just saw and want to dive into the conversations online, Hat mir just gefallen, use auf jeden hashtag Fall. Nein, Ubisoft. ich werde It's nicht den up Hashtag there. benutzen. Now, Was? back in July, Okay. we revealed the new direction of Skull and Bones. And since then, the Kann ich team die Gold has Edition something zweimal else and kaufen? hard at work Danke. getting the game ready for launch. Let's take a deep dive into the world of Skull Genau. and Bones. Okay, jetzt wird's langweilig. Einfach Rayman. Rayman. Der muss mal kurz den Rayman posten, warte. The end of the 17th century, Ja, das hier, ne? when ruthless corporations ruled the seas with an iron fist. They ignited a battle for global supremacy to dominate the world's most valuable trade routes. A flood of exotic goods from the Indian Ocean stormed the West, creating new addictions. Ich will jetzt einfach mal die Gelegenheit, jetzt einfach mal. Ich rede jetzt einfach mal rüber und rede jetzt einfach über Sparks. Aber auf jeden Fall mit Rayman. Ein Dark-Scherzhaft. Rayman als Charakter. Das wird doch was. Ja, ich bleib dabei Rayman 4, nee, aber viel. Wäre schön, wenn die wenigstens mal Rayman zumindest wieder aufbeleben. Also kann er wiederbeleben würden.
Von mir aus auch nochmal mit einem Remake von Rayman 2. Ich glaube, Rayman 2 ist, glaube ich, der beliebteste Teil, würde ich sogar behaupten. Aber einfach nochmal ein richtiges Remake von Rayman 2. Muss kein Remake von Revolution sein. Einfach nur, keine Ahnung, dass die dann einfach nur mal sagen, hey, Rayman ist noch wichtig oder so. Ja, aber ansonsten so, ich bin halt wieder ein bisschen, ich weiß halt noch nicht, ob es mir gefallen wird. Weil, ja, ist halt anders, aber es wird mir gefallen, denke ich. Ich habe immer so Angst vor großen, offenen Welten. Aber wenn es halt von Anfang an drin ist und dann mal reingeht, dann klappt das schon. Aber im besten Fall wird das Let's Play dann halt auch ja, direkt am 20. Oktober starten. Da kommt natürlich drauf an, wann ich das Spiel bekomme. Ich habe es halt im Laden vorbestellt und naja, ich kriege eine SMS, wenn ich es mir abholen kann. Und im besten Fall ist das halt am 20. Im besten Fall wäre halt 19, damit es halt am 19. schon aufnehmen könnte. Ja, 20. starten. Und dann wäre gesagt nochmal die Erinnerung, das ist halt dann so ein Let's Play. Together mit Leon, wo der halt dann, ja, wie das Lugas ist, wie wir es halt beim Original gemacht haben, beim ersten Teil. Und wenn es da Koop-Missionen gibt, wovon ich jetzt eigentlich das letzte Mal ein bisschen aufgehe, wird es auch die Koop-Missionen zusammen geben. Das würden wir auf jeden Fall bekommen und ich freue mich halt schon drauf. Freue mich halt schon drauf. Und jetzt halt, ja, auf die Assassin's Creed News warten. Ich erwarte mir auch keine Rayman News mehr, die sind jetzt schon um. Ansonsten hätten sie halt Rayman jetzt direkt danach erwähnt irgendwie noch, aber Rayman und Sparks of Hope ist auf jeden Fall ein gutes Fan-Ding. Ja gut, dann schauen wir uns erstmal den Rest an soweit. With Assassin's Creed, we introduced the new gaming universe capable of transporting you back to the Crusades as Altair took assassinations to the next level. And now, thanks to you, 15 years later, the brand is more alive than ever. Ich fühle mich alt. This is why we created a deep dive into the 2009 world of Assassin's Creed Assassin's kennengelernt. Creed to show you where the brand is going in the future. And we even have several surprises and announcements for you. And now, who better to introduce a showcase like this than our CEO, Yves Guillemot. Bitte nicht. Hello everyone, and thank you for joining us for this edition of Ubisoft Forward. I would like to congratulate all Ubisoft teams around the world for their tremendous work bringing these incredible games to life. And to all the players watching us, thank you for the passion you have for our games. Creating memorable and unique experiences is what drives us every day. Speaking of passion, Aber das ist eine grandiose Spielerei auf jeden Fall, aber irgendwann, ja, hat es irgendwie einen Pan verloren, wurde irgendwie zu sehr ausgeschlachtet teilweise. Aber mal gucken. Bayek, Cassandra, Eivor, many of you have lived memorable moments with these characters. Warum hat er alle drei von den letzten Spielen? Learning, challenging yourself, and most importantly, having fun. With your support, Assassin's Creed went beyond a collection of games. It helped shape the face of the video game industry and became an inspiration for players and developers around the world. And now, let's see what's next for this fantastic. Da bin ich jetzt gespannt. Da bin ich jetzt gespannt drüber. So, überzeugt mich. Komm, überzeugt mich. Ich bin offen für ein gutes neues Assassin's Creed Spiel. Überzeugt mich. Der Connor. Cassandra. Bayek. Und ein paar andere wunderschöne Gestalten. Natürlich auch mit Altair ganz vorne. 15 Jahre Assassin's Creed. So. Ich bin gespannt. Okay, jetzt zeige ich nochmal den Trailer. Den es schon auf der Seite gibt. Aber ich habe den noch nicht auf Englisch gehört. Tatsächlich habe ich jetzt trotzdem extra rüber. Ja, weil, ja. Aber ja, ich bin gespannt. Habe ich da, glaube ich, am Anfang der Aufzeichnung auch schon gesagt, dass ich halt Bock hätte auf ein Assassin's Creed, was sich halt an die älteren Teile richtet. Also sagen wir mal bis Syndicate halt. Weil bis Syndicate ist ja quasi die alte Form, die natürlich immer wieder so ein bisschen bearbeitet wurde. Aber ja. Ich hatte wirklich Bock auf sowas Klassisches. Klassisches Klettersystem, natürlich modern, aber trotzdem klassisch. Ihr wisst, was ich meine, denke ich mal. Fangt nicht nur Streit an. Seid richtig dabei. Revolution. Was halt wieder nicht so ein Open-World-Spiel. Das ist natürlich schon Open-World im Sinne, wie es früher war. Von mir ist auch nur eine große Stadt, okay. Aber halt. Ja.
kein Level-System. Das ist Level-System, das ist meistens nicht so cool. Einfach wirklich eine Stadt, man kann Waffen bekommen, Ausrüstung, verschiedene Wurfpfeile, Armbrust, Giftpfeile, was es halt so gab. Oder halt auch, dass halt gute, geile Ausrüstung bekommen, aber halt dieses irgendwie Leveln oder so. Oder halt auch das Konzept, okay, ich mache ein verstecktes Attentat, das ist kein One-Hit, versteckte Attentate sollten One-Hit sein. Aber gut, ich bin gespannt, was sie uns jetzt Hello präsentieren. everybody and welcome along to the first ever Assassin's Creed showcase. It is time to leap into history. I'm Danny Wallace here in our top secret hideout where I'll be bringing you some sneak peeks, special guests and sharing some very exciting dauert das nicht so lange. on all things Assassin's Creed. You will not want to miss this. Today I am joined by a true expert, Assassin's Creed's senior community developer, Ubisoft's own Alice Terrett. Welcome to the show. Alice, can you believe it's been 15 years? Thank you so much, Danny. I cannot believe it's been 15 years. It's a series very close to my heart because I'm in it. I'm lucky enough to voice Sean Hastings, who first appeared back in Assassin's Creed 2. Now, Sean sounds exactly like me, which may give you a clue as to the limits of my acting range. This year, we are celebrating 15 years since the release of the first Assassin's Creed. Ich kenne natürlich seine englische Stimme nicht, aber das ist cool. Journey with our community that started back on the rooftops of the Holy Land. It has taken us to the Italian Renaissance, Ich hab so Bock auf Assassin's Creed 1 nochmal. wars, to ancient worlds, and to many incredible places in between. Ich werde noch Assassin's Creed 1 Let's Playen. Also Let's Playen und damit daraus halt ein Video machen. You to leap into history and relive pivotal moments from our past. It's been a phenomenal 15 years, and we are so glad that you came along for the ride. For the 15-year anniversary of Assassin's Creed, we want to truly celebrate with you, our community. We know that you've been dying to find out what's next for Assassin's Creed. Ja, bin ich. Überzeugt mich. Just on that point, it does sound a lot like you're about to announce a new game or something. And I am about to announce a new game. I just thought it'd be nice, seeing as I'm here. So anyways, it's time to discover what we've been crafting in the shadows. I hope you brought a trailer at least. I have. Roll the trailer. Okay. Okay, komm. Hört man nicht gut an. Basim Ebne Ishaq, are you ready to give up who you once thought you were? I am. Ready to sacrifice everything you held close? I am. Are you ready to leave your life behind and walk the path of shadow? Ist wahrscheinlich der Finger abgeschnitten. I am. Sollte irgendwie so im 9. Jahrhundert spielen oder im 10. Jahrhundert. Then, out of the dark, you will come into the light. Komische Geräusche gerade hier. Aber Blackie kotzt nicht, das ist gut. You will return to the dark. Okay, selbst abschneiden. Never forget the tenets you have sworn to uphold. Das ist genau das, was die was wohl outline sollte, halt so. Stay your blade from the flesh of the innocent. Hide in plain sight. Never compromise. Vielleicht auch eine gewisse Vorgeschichte für Assassin's Creed 1. Das wäre halt auch nochmal richtig cool. Und dann Assassin's Creed 1 Remake.
Ja, kann man machen. From this day forward, you are a hidden one. Ja, und die nennt immer noch Hidden Ones. Okay. Das ist ja auch so eine Sache, die halt in Origins halt reguliert, dass man sich die Hidden Ones nennt. Vielleicht wird dann im Laufe des Spiels die Bezeichnung Assassine etabliert. Mal gucken. Mirage, genau, so soll das heißen. Das ist interessant. Well, will you look at that? Assassin's Creed Mirage, everybody. And here to tell us more, it is Ubisoft Bordeaux's narrative director, Sarah Beaulieu. Thank you so much for coming. Thank you for having me. Sarah, we just had a little glimpse of Mirage. What can you tell us about this latest and very special Assassin's Creed adventure? Well, indeed, it is special. We go back to the roots of the series. It's Geil. been 15 years, as you know, and we wanted to go back to the action-adventure game that you know, narrative-driven game. We've been focusing on stealth, parkour, and of course, assassinations. Now, I've been playing a lot of Geil. Valhalla recently, and from watching that trailer, I couldn't help but notice Basim. Yes, you're right. It's Basim. It's 20 years before Valhalla, so it's a young Basim that is going to be Ah, okay, interessant. to a master assassin. Oh, fantastic. And so where does his kind of adventure begin? Well, it begins in Baghdad. It's the beautiful, magnificent, vibrant city of Baghdad that you're going to roam through the game. And it's, it's a very dense city where you're going to meet a lot of different people. That's amazing. I know our community is going to be very excited to explore Baghdad. So Sarah, what can you tell us that makes Mirage special to you specifically? Well, to me, obviously, it's all about the story. So, as you saw, we have a couple of charismatic characters. Das ist auch eine Frage, ob es eine PS5 braucht für das Spiel. Einerseits wäre es wünschenswert für die Qualität des Spiels, andernfalls habe ich keine PS5. Ja, mal gucken. Historical characters like in every Assassin's Creed, some political leaders, for example, but not just. We do have a couple of very, very interesting characters in there. Well, what a setting and what history to get your teeth into, but we're obviously about exclusives here. Have you got any more? Yes, I do. Good. Did you recognize the voice from the trailer? I did, actually. Can I reveal it? Can I reveal the exclusive? Yeah, if you know. It was the Emmy-winning actress, wasn't it? Shohreh Aghdashloo. It was. It was. Yeah, you got it right. Good. Yeah, we're thrilled to have her in the cast. Kenn ich nicht, aber sie scheint gut zu She's going to sein. be the voice of Basim's mentor that you saw in the trailer, actually, and the whole team is very, very glad to have her on board. She is fantastic. Yeah, Such a she is. recognizable voice, which is why I recognized it, of course. Well, and we were lucky enough to catch up with Shohreh earlier, and she had this very special message. Hello, everyone. Was machst du denn da? I am Shohreh. Mir die Ubisoft Direct anschauen und ich bin gerade richtig, ich habe gerade richtig Bock. Also keine Ahnung, ich bin begeistert. Hi Datsky auf jeden Fall. Ich bin gerade richtig begeistert. Wie geht's dir? And her backstory. She's a true warrior who fights for justice and protects her fellow hidden ones at all costs. She is loyal and honest, but keep her former self behind a Bin ein bisschen tipsy. And of course, the Das fact heißt that she is betrunken, a ne? pure woman from Persian origins Das ist made her okay. resonate even more Das ist with my okay. own story and background. Haben Geburtstag meine Mama gefeiert. Ah, cool, alles Gute. Angetrunken, ja, okay. Ja. Haben Geburtstag meine Mutter noch gefeiert, nicht betrogen. Ja, ist ein Unterschied. Ist ein Unterschied. It's a real pleasure for me to Haben Geburtstag meine Mama nachgefeiert. Aber ist doch schön. Alles Gute auch von mir oder so. Richtig, dir alles Gute von mir aus, Dankeschön. Ah. I am wishing you all Nee, ich ja, hatte Bock hier auf diese Show zu reagieren und es gab schon eine coole Überraschung und auch von Assassin's Creed bin ich gerade sehr begeistert und da habe ich eigentlich auch wieder Bock in die Serie einzusteigen wieder. What a nice message. What a recognizable voice as well, just instantly. And she seems thrilled to be part of this. Yeah, I think she is, really. That's good. A welcome addition to the Assassin's Creed world. So finally, obviously the question everyone wants to know, when can we get our hands on Mirage? Assassin's Creed Mirage is going to be available in 2023. And if you pre-order now, you also get the exclusive 40 Thieves side quest. But it's not all. We also have a collector's case available for pre-order as well. Ja, das It bestellt mir includes a nicht. figurine of Basim and other Naja, exclusive das kann ich mir noch surprises that you will überlegen. love. Thank you, Sarah, for being with us today. Aber welche Konsolen ist jetzt noch eine Frage? Brauche ich eine PS5 oder nicht? Right.
we'll be dropping more exclusive news from the Geht's world um of neu? Ja, es Assassin's geht um Creed neues Spiel, very neues shortly, Assassin's but Creed. First, we wanted to celebrate the last 15 years of Assassin's Creed. Und ja, ich hab Bock drauf, weil das halt wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln geht. Da freue ich mich drauf, aber welche Konsolen? Neues Assassin. Richtig! Da kann ich wieder meinem Namen gerecht werden. Jetzt zeige ich dir noch mal ein bisschen Erinnerung daran. Ah. Ich krieg richtig Gänsehaut, es kommen gerade so richtig viele, auch alte Erinnerungen wieder hoch, wie ich das früher als das Spiel richtig gefeiert habe. Und ich glaube, der neue Teil, der wird mir gefallen. Aber die haben jetzt noch keinen richtigen Release gesagt. Die haben gesagt, nächstes Jahr in den Gerüchten, in den Leaks, die eigentlich schon bestätigt waren, habe ich es halt im März irgendwie gehört oder halt Frühjahr. Mal gucken. Aber ich glaube, ich brauche bis dahin eine PS5. Zumindest hoffe ich das ein bisschen einfach, damit das Spiel halt besser ist, als wenn es auch für die PS4 das geben würde. Geiles Deutsch an der Stelle. Shoryun. What is a man but the sum of his memories? We are the stories we live, the tales we tell ourselves. Gentlemen, as is custom among our kind, we do not plunge headlong into folly on the orders of a single madman. Ah, mein Lieblingszitat aus dem Spiel, auf der Reihe gerade. Einfach von Subjekt 6 in den guten Clay Kaczmarek. Ich weine gleich. Warum weine ich denn? From darkness we have come, and in darkness we shall stay. We are the hidden ones. Ruhe und Frieden, Ezio. It is a good life we live, brother. The best. They never change. Na, die letzten 5 Jahre können. Die letzten 8 Jahre können in die Tonne. Nee, ich freue mich. Welche Konsolen? Sag mir jetzt welche Konsolen. Well, so many memories there. Makes me want to jump back in and just play through the whole Ja, series viel again. Spaß. Ich bin jetzt noch nicht mehr lange. Die Show ist jetzt vorbei. Danke, dass du kurz reingeschaut hast und noch viel Spaß bei der Feier. Behind-the-scenes look at the last 15 years of Assassin's Creed. Let's take a sneak peek. Habt noch einen schönen Abend. Danke. Assassin's Creed represents my whole video game in the career. It's really like where I learned my job, where I grew in my job. That was really the game that showed to me, hey, you gotta step it up, but like you gotta move on from the PS2, and I fell in love ever since. Pour moi, dans l'univers du jeu vidéo, Assassin's Creed reste. Vielleicht schaffe ich es bis dahin auch Odyssey durchzuspielen. Aber ich glaube bei Halla. Kommt doch an, wann es 2023 jetzt erscheint. Aber Odyssey sollte es eigentlich schon schaffen. Dass ich einfach mal durchspiele. We're always looking for the next Assassin's Creed, no matter which one is your favorite. You'll always be tied to it because of just how connected they've kept you in from the beginning. It's not just a game. Aber doch potenziell noch ein Special Assassin's Creed 1. Das wäre auch noch eine Möglichkeit, um mir so ein bisschen einzustimmen. Setting in a single time, but it's different settings at different times. It's like a narrative universe that comes to life. Beyond the Creed. Es gibt eine Dokumentation, die man sich angucken kann. Well, that looks worth a watch to me. Where can we see it? Is it somewhere on the internet? Yes, it will be on the internet. You can catch it on the Ubisoft and GTV YouTube channels, but don't go anywhere just yet. No. So, back to business, and I've just finished the Dawn of Ragnarok expansion for Assassin's Creed Valhalla. Es gibt doch kein. Man erscheint also ja, und Konsolen. But Danny, if you want more, I've got great news. As we have more content. Tut mir leid, aber das mit Valhalla interessiert mich das leider einfach nicht. Aber wir gucken uns das nochmal ein bisschen an. Ich kann auch kurz gucken, ob es davon irgendwie eine Info gibt, auf welche Konsolen das erscheint. Since launch, we've continued to create new and exciting content for our community to enjoy. We've already released new game modes and activities into the world of Valhalla, such as river raids, Tombs of the Fallen,
Assassin's Creed Mirage Gargamon. Oder nehmen Mirage, ne, mit G. Mirage, Konsolen. Ich gebe mal PS4 ein. Odin, I feel you close. Uproar of memories. Wie gesagt, ich bin gerade dabei, Odyssey zu spielen, da interessiert mich bei Highlight sowieso nicht, aber ja. Ja, mit Werbung, gib mir Werbung. Ja, ist okay, wenn in den Leaks irgendwie steht, dass es nur für die PS. Nur für die PS, also nicht für die PS4 mehr erscheint. Ist ja okay Info. Aber man sollte eigentlich davon ausgehen, dass es halt jetzt nicht mehr der Fall ist. Finde ich mittlerweile. Vielleicht wohl nichts an der PS5, aber das kriege ich dann schon irgendwie hin. Dann habe ich auch wieder Geld. Ist ja gerade nur aktuell, das ist schwierig. Assassin's Creed The Last Chapter. Ubisoft Original. The Last Chapter is a free quest arc which nicely ties up some of the storylines established throughout the game. We'll see Eivor reunite with some key characters, including some influential historical ones. We can't wait for you to experience it. Back to you, Danny. Hier gibt's am Ubisoft.com gibt's das schon irgendwie. Danny, are you ready for some more exclusives? No, I'm not. No, I'm a little overwhelmed already. Gibt's anscheinend auch für die PS4 noch. Well, our next guest can do just that. He's no stranger to the Assassin's Creed family with a list of credits, including creative director of Assassin's Creed Syndicate. Ich will sogar schon eine PS5 bezahlen, um das halt in bester Qualität zu zocken. Mac, thanks for joining us. Aber gibt's anscheinend auch für die PS4 dann noch. It's great to be here, and I love what you've done with the place. Thank you. So let's start with our community. Can you tell us what makes Assassin's Creed so beloved by our global community? Well, at Ubisoft, our mission as a company, as expressed by Eve, is to enrich the lives of players. On Assassin's Creed, we have a very clear take on that mission. We want history to be everybody's playground as we immerse players into the richness of our shared past. What makes AC different, though, is this kind of unique mix between historical accuracy and contemporary codes like the Animus. And when you put all that together, it gives you the chance to embody iconic characters, to live powerful fantasies, all the while immersed in intriguing historical settings. It's amazing. So how will Assassin's Creed evolve in the coming years? Well, we're going to double down on our passion for history as we explore the past with courage. We strongly believe that history can Das ist halt echt eine coole Sache, dass man halt wirklich auch wirklich den geschichtlichen Kontext da wirklich untersucht und wirklich damit arbeitet und da halt dann so ein Assassin's Creed Universum mit einlegt. Das ist halt echt cool. Natürlich gibt es noch hier und da mal ein paar Ungenauigkeiten. Das sieht ein bisschen aus wie Toskana. Das ist halt nur die Frage, wie man es halt macht. Und einige Sachen fand ich halt Gameplay-Test einfach nicht so cool, aber halt Abwechslung. Ich finde, gesagt, unterstütze ich voll. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass sie mit vor allem dann halt ab Augen einfach, okay, Open-World-Spieler sind beliebt, machen wir das. Aber hey. Irgendwie macht es ja auch Spaß. Habe ich ja jetzt auch in Odyssey wieder ein bisschen gemerkt. So I'm very happy to announce today our very first open world Assassin's Creed game for mobile. It will feature all the iconic Assassin's Creed gameplay, but optimized for experience on touch controls. And I just can't wait to tell you more. Ich leg schon lange keinen Wert mehr auf alles Assassin's Creed kontextuelle zu haben. Das Handy spiele ich mir. Also komm, zeig's mir, was das ist. Zeig mir, worum es geht, aber ich werde es nicht spielen. Okay, China mit Schaojung. Okay, 215 bevor Christus gab Schaojung nicht. Assassin aus dem 16. Jahrhundert. Ne, Schaojun wurde, glaube ich, eigentlich. Wie wurde Schaojun eigentlich schon abgedeckt? Also halt in Chronicles, aber also wahrscheinlich gibt es auch Schaojun Comics, oder? Ich weiß es gerade nicht. Aber ja, fucking Comics.
Ja, ich sehe, dass das hier wirklich angestützt war, weil den haben sie meinte wahrscheinlich, dass ich noch viel Spaß haben soll, also habt viel Spaß noch, das soll dadurch aber kein Haben noch sein. Zumindest glaube ich das. Vielleicht meint sie auch, ich werde noch viel Spaß haben. Dann ist es richtig. Codename Jade. Well, look at that. A brand new Assassin's Creed game set in China. It looks amazing. Matt, can you tell us a little bit more about the features? Well, for the first time in our open world games, you can create your own character. You'll get the chance to do things like parkour atop the Great Wall of China, sneak through bustling cities, engage in intense combat, and discover the secrets of vastness of ancient China. Well, that leads me to my next question. So, Mac, many of us know that a Netflix show is in development, and the community would like to know more. What else can you tell us? Well, it's still early in development, but I can confirm that we are co-developing the Netflix series with Ubisoft Film and Television, Netflix, obviously, and an insanely talented showrunner, Jeb Stewart. It's going to be an epic, genre-bending, live-action adaptation of our video game series. Meine Aufnahmen geht einfach so 1 Stunde 16. Auf Videos werde ich darauf schneiden. We also have Videos werde ich a darauf new schneiden. mobile game in development. Aber eigentlich habe ich nur ein Segment, also was ich jetzt rausnehme und dann dort brauche ich eigentlich gar nicht so viel rumschneiden. Ich werde das jetzt nicht Teil, den will ich eigentlich schon drin lassen. Wobei ich jetzt mit dem Handy spiele, muss mal gucken. Why do you want to know? No, I'm just that a lot of people have been tweeting in about that. Well, we'll put this name Na, mal on screen. gucken, mal I'll gucken. talk to you after about that. Aber ich kriege das Video, glaube ich, morgen wahrscheinlich nicht online, zumindest nicht. Ja, ich kriege es morgen nicht, oder das kommt jetzt am Montag, ist auch okay. Ja, Edge of Family. Das ist ein Lied, was ihr oft schon gespielt habt und geremaked habt. Das ist das beliebteste Lied. Kann man nichts anderes sagen. Amunet. Das ist ja die... Amunet ist eine Assassinin, ja. War ja auch so ein Plot-Twist in Origins, gab es eine Assassinin und am Ende war das Amunet, die man schon aus Assassin's Creed 2 kannte. Von der Statue. The Magus Conspiracy. Black Flag Webtoon Sequel. Well, the wider world of Assassin's Creed there. And look, we've had a lot of surprises today. I think that's fair to say. But in the Also die Raymond war mehr Überraschung, weil ich einfach noch nichts wusste. I think you might have saved the biggest one for last. Well, Danny, that's right. Believe it or not, I've got more things to show to you. So, how about we take a leap of faith into the future together? Es gibt ja noch die Vermutung mit dem Assassin's Creed 1 Remake. Vielleicht sagen die dazu jetzt noch was. Mal gucken. Wir releasen jetzt auch den Animus in Real Life. Das wäre auch mal was. Animus. Synchronisierungsweise. Das ist jetzt Japan. Assassin's Creed Codename wird. Okay, nochmal ein Code. Das ist noch ein Handyspiel. Weil Codename Jade. Codename Jade war ja ein Handyspiel. Was ist das jetzt? I think that's what you call big news, isn't it? I mean, there's a lot of stuff in there that I think, from your point of view, certainly the community, the fans have been asking for a long time. So, Mac, tell us more. Well, this is codename Red, our next premium flagship title and the future of our open world RPG games. Okay, das ist jetzt Open World Formel an der Stelle. It is being developed by Ubisoft Quebec, the studio behind Assassin's Creed Odyssey, under the creative direction of Jean-Claude Dumont. Man will sagen, dass jetzt so zweigleisig waren. Mal gucken. Das dauert tatsächlich schon lange gewünscht. I mean, people have been waiting for this for a long time, haven't they? Yes, they have. Well, they certainly have, and now you brought it to them. It's amazing. Which is good, and you're slightly cruel in that you're teasing me with it. I very much want that. You mentioned some of the other studios. What's Montreal up to right now? Well, we have our veteran team behind Assassin's Creed Valhalla in Montreal, the birthplace of Assassin's Creed, who's been hard at work on a new flagship title as well. Komm, haut's raus. Komm, sag's jetzt einfach, ich will es jetzt wissen. It is a very different type of Assassin's Creed game. And I believe you may have brought us something that we can watch now. Yes, here it is. Was kommt jetzt? Sag mal. Bitte, jetzt kommt Codenamen, Riesenjunge. Assassin's Creed Biohazard? Ist das Assassin's Creed 1 Remake? Ist nicht das Until Dawn? Hilfe!
Assassin's Creed Village. Ah, komm, was ist das? Was haben die mit deren Codename? Codename Hexe? Was zum Teufel? Surprises just keep on coming. What can you tell us about this project? Well, this is codename Hexe, and I can't wait for our fans to tear apart that trailer and find out all its secrets. Yeah, absolutely, and work out the code name. You guys have always got keine code Ahnung. names for stuff. There was it a year ago? There was codename Infinity. Where are you with that? Well, that's a great question, Danny, and I'm happy to give you a little bit more about Project Infinity da gab's noch was, today. Infinity is not a game per se. It's going to be the single entry point for our fans into the Assassin's Creed franchise into the future. So are you saying that players will be able to explore their very own animus, kind of like a time machine? Exactly, Alice. Infinity is going to be a hub that will unite all our different experiences and our players together in meaningful ways. So, obviously that begs the question, if you're connecting players and there's more than one player, a lot of people will be thinking, are we talking multiplayer? Well, Danny, it seems we can't hide anything from you. You can't. So we're actually investigating how we will bring back standalone multiplayer experiences into the Assassin's Creed universe, all connected to the Infinity Hub. Well, it sounds extraordinary. You must have a nap at some point because you've all been very, very busy. So our thanks, Mac. Some major new developments there, and I'm sure everyone at home can't wait to get involved. Thank you for. Ich bin mir unsicher, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Als habe ich mehr Bock auf Assassin's Creed Mirage. Darauf habe ich Bock. Als andere wird man dann sehen, wie ich das finden werde. So, to sum up, there are a lot of exciting things to look forward to. Let's remind ourselves of everything you can expect from now onwards. This year, we will see the release of the last chapter to Eivor's story in Assassin's Creed Valhalla. Then in 2023, we'll see the release of the next big title, Assassin's Creed Mirage, set in Baghdad, and following the story of Basim from street thief to master assassin. Then it's time for the long-awaited setting of feudal Japan with Assassin's Creed Codename Red. And as Mac announced, there will also be a very different type of experience with Assassin's Creed Codename Hexe. Ja, und ich glaube ja noch Codename, ja, da gab es ja auch noch. Connecting players to the games in a whole new way. But that's not all. We'll also see the launch of our first open-world game for mobile with Assassin's Okay, Creed also das ist Codename Jade. Codename Jade, das And of Open course, World, Handy und release da of oben ist the nicht live-action Handy, series okay. in partnership with Netflix. So, Netflix, ja von mir aus. But that, my friends, I'm afraid, is all we have time for today in this very special Assassin's Creed Anniversary Showcase. Ja, dann hat so ein bisschen was von Kingdom Hearts Union Course / Dark Road. I just want to thank everyone for joining us today and War irgendwas making mit this Ezio? first ever showcase so special. Plus, of course, a big thank you to our guests. And I shouldn't do this, Alice, but you know, in the spirit of wrapping up, what's the one thing you're most looking forward to? That's a very tricky question. is. We've seen so many amazing things. Mario plus Rabbids. Few. Okay. I would choose Mirage, the Netflix series, and also Feudal Japan. Is that okay? That's fine. Great. Nee, ich nicht. And for all of you at home, remember that you can pre-order Mirage now. In the meantime, you can jump back into Valhalla to prepare for Eivor's last chapter. Which is exactly, Alice, what I'm going to do while we pass back to Ubisoft Forward. We will see you next time. Bye-bye. Also, Assassin's Creed Mirage, da habe ich richtig Bock drauf, Neil, that was one hell of a show. You can say that again. That was one hell of a show. Well, that does it for this edition of Ubisoft Forward. We hope you enjoyed it. Yusuf, what are you looking forward to playing? You know, we covered so many great games today. Can't wait to play them all. Natürlich. Well, if you need a reminder Natürlich of wird all alles the upcoming games spielen. featured today, head to our website at ubisoft.com. And remember to grab that free month of Ubisoft Plus. You won't want to miss it. Nein, danke. Thank you all for watching around the globe. We'll see you next time. Bye. Ciao. Ja. Was lässt sich sagen? Ich habe jetzt noch mehr Bock auf Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Einfach nur weil Rayman kommt. Einfach nur weil Rayman kommt. Weiß nicht, das ist halt irgendwie so. Habe ich Bock drauf. Und ansonsten halt Assassin's Creed Mirage. Ich freue mich drauf. Irgendwie finde ich es ein bisschen schade, dass es kein PS5-exklusiver Titel ist, weil, naja, also Current-Gen exklusiv, ihr wisst, was ich meine, also halt nicht für PS4 und die alte Xbox. Einfach nur weil, ja, das schraubt ja halt die Qualität des Spiels aber ein bisschen runter, was halt auch meine Aussage war von uns ein bisschen ist. So viel Qualität braucht man eigentlich auch gar nicht irgendwie, weil PS4 ist ja eigentlich schon top. Und zumindest das, was ich von einem Assassin's Creed erwarte, da reicht die PS4 locker.
Aber ja, ich bin gespannt. Es wird brillant. Es wird sehr brillant. Und dann läuft es noch die Zukunft von Assassin's Creed. Ist ja so eine Sache. Die Open-World-Spiele, die richtigen Open-World-Spiele. Ich finde halt ein bisschen fragwürdig. Ich weiß nicht, bevor es zum Beispiel Assassin's Creed Jade spielen würde. Nicht Jade. Jade sowieso nicht. Codename Red. Bevor es Codename Red spielen würde, würde es dann halt sowieso. Ja, müsste es ja sowieso noch halt Valhalla gespielt haben, auf jeden Fall. Aber das ist für Mirage nicht so. Du meinst auch irgendwie so ein bisschen Vorgeschichte auch für Valhalla ist, weil es ja einen Charakter gab. Und es laubt kleiner Spoiler. Ich kann das jetzt einfach pausieren, ne? Ja, kann das einfach Pause drücken. Da halt das schöne Ubisoft-Logo. Kann sich jetzt irgendwie ein schönes Bild öffnen. Halt irgendwie. Ich hab gerade meinen Faden verloren. Genau, Assassin's Creed Red, was jetzt auch so Codename Red, was dann irgendwie so ein Open-World-Spiel sein wird. Schon ein cooles Setting, aber dann willst du auch schon die Reihenfolge einhalten und Mirage ist dann halt irgendwie auch eine Vorgeschichte zu Valhalla, was auch irgendwie nett ist, weil dieser Batham ja irgendwie dann auch in der Gegenwart hin aufgetaucht ist, im Jahr 2021 wird es dann gewesen sein. Oder 2020? Wann erschien Valhalla? Vielleicht sogar 2020. Aber auf jeden Fall, genau, bin ich halt auch gespannt. Gegenwart-Story ist ja immer so eine Sache. Die waren dann die letzten Male irgendwie nicht so geil. Wie gesagt, vor allem an diese Open-World-Trilogie jetzt. Doch, ja, mal gucken. Ich hoffe halt, dass es da irgendwie ein bisschen was gibt. Also ich finde die Gegenwartsgeschichte ist halt irgendwie immer ganz wichtig. Aber halt das mit dem Assassin's Creed 1 Remake, ich denke mal, das wird nicht passieren. Also ich denke mal, das nächste Assassin's Creed Mirage ist dann quasi das Assassin's Creed 1 Remake. Aber halt nicht das, wie man sich das gewünscht hat. Aber gut, ich werde jetzt die YouTube-Aufnahme als erstes beenden. Also Dankeschön fürs Zuschauen. Oder fürs Nachschauen. Wie gesagt, ich bin gespannt, wie lange das Video dann ist. Nur für die relevanten Teile bin ich dann dabei gewesen. Für euch auf YouTube. Auf jeden Fall Dankeschön fürs Zuschauen. Schaut Lego City Undercover. Kommt mit meinen Streams. Man kann mich mittlerweile auch abonnieren. Oder Kanalpunkte einlösen. Geil. Und ich habe Emotes, blablablub, ein bisschen Kanalwerbung für mich, kommt auf einen Discord-Server. Ja, und dann läuft es YouTube-mäßig. Lego City Undercover läuft jetzt noch ein bisschen. Und im nächsten Monat, also 20. Oktober, allerspätestens 21. Oktober, startet dann hoffentlich Mario plus Rabbids, Sparks of Hope. Erstmal halt das Hauptspiel und dann halt, ja, nach und nach die 3 DLCs. Also Dankeschön fürs Zuschauen und ciao.